Hallo liebe Freunde der Zeitmaschine. So, heute ist Tag 8 und ich muss mal eben was Allgemeines sagen zum Arbeiten in dieser Halle. Das ist alles echt schwierig, weil nebenan haben die irgendwie so ein Abrissunternehmen von Autos, irgendwie Autoabwrackung oder so. Und die fahren da ab und zu mal mit einem Gabelstapler mal durch die Gegend, mit einem schönen Dieselgabelstapler in der geschlossenen Halle. Und die Halle ist nur durch Trennwände sozusagen aufgeteilt. Und die ganzen Abgase, die sammeln sich bei mir auch in einem Abteil. Und ich stehe hier echt im Gestank den ganzen Tag. Das ist echt zum Kotzen. Naja, kannst du mal machen, ne? So, für heute ist Folgendes geplant. Ich werde jetzt mal versuchen, die Teile, die hinten dann rechts auf den Ponton kommen, anzubauen. Da die Motorabdeckung immer noch nicht fertig ist, die muss noch neu geschweißt werden. Und deswegen muss ich erstmal mit dem Rand anfangen. Ja, und dann eventuell, wenn ich noch Zeit habe, vielleicht gucken, wie die Fluxboxen da vorne rankommen. Ich habe schon eine Idee, wie man das befestigen könnte. Mal sehen. Zum Befestigen der Teile auf der rechten und linken Seite muss ich irgendwie sehen, dass ich auch teilweise von unten rankomme. Besonders die grünen Röhren sind so schwer, dass die vernünftig gehalten werden. Ich versuche mal das Ding rauszuschrauben, um zu gucken, ob man dann da reingreifen kann, weil ich von unten ein paar Muttern drauf drehen muss. Und auf der Seite ist, glaube ich, keine Öffnung, standardmäßig. Das heißt, ich werde hier mal den Tank wegnehmen und da unter muss ich dann wahrscheinlich ein Loch leider reinschneiden, damit ich mit der Hand dann bis da hinten hinkomme, um da eben die Konterplatte mit Kontermuttern drauf zu sitzen. Dieser Filter wollte einfach nicht aus seinem Versteck kommen. Ich musste erst die Halterschelle lösen, dann ging es. So, den Filter habe ich jetzt endlich raus. Und da ist auch ein Hohlraum hinter. Allerdings ist das Problem, der Hohlraum geht nur ungefähr bis hier hin. Und hier hinten musste ich eigentlich diese Pucks anbauen. Und Gary hat die jetzt so komisch konstruiert, dass da unten eine Schraube ist, wo man eine Mutter drauf setzt. Aber das heißt, ich kann ja gar nicht ran, um eine Kontermutter drauf zu setzen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das hier befestige. Vielleicht bohre ich von oben eine Schraube durch. Mal sehen, ob das überhaupt geht. Ja, muss ich mir was Neues überlegen. Aber das Problematische ist eher auf der anderen Seite. Kommen an dieser Stelle ja die grünen Röhren hin. Und da wollte ich eigentlich eine Konterplatte untermachen. Und wenn das jetzt gar nicht geht, dann ist das schlecht. Weil die sind sehr schwer. Und ob die dann mit 4 Schrauben halten, mal sehen. So, hier ist erstmal der Sack mit Katzenstreu gegen Feuchtigkeit, die eventuell reintropft. So, und die neuesten Erkenntnisse im Bereich dieses Pontons hier. Von innen kommt man doch daran. Also wenn man hier reingreift, hinter dieser Verkleidung, dann kommt man sozusagen an die äußere Seite in diese Ecke hier rein. Kann man hier sozusagen doch eine Gegenplatte hinmachen. Wahrscheinlich ist das auf der anderen Seite auch so. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet gehabt. Und jetzt muss ich natürlich leider wieder die Rückwand verschieben. Oder erstmal, wie gesagt, rüber schieben, und damit ich da auf die andere Seite ran kann. Ja, ist natürlich doof, aber gut. Besser als Löcher bohren. Dann spare ich mir hier hinten das Loch da zu bohren von der anderen Seite. Und dann kommt man da doch überall an, ne? Ich habe die Teile erstmal so hingestellt, wie sie ungefähr hingehören. Und mal zu schauen, wie das mit dem Platz aussieht. Also es ist ziemlich knapp hier, weil hier an dem Canon-Connector kommt ein Schlauch, der eigentlich oben rüber führen sollte. Weiß noch nicht, wie das gehen soll, weil das ist ja sehr knapp. Und die Elkos stehen eigentlich schon richtig. So, das nächste Ding ist, ich habe hier so einen Hydraulikschlauch. Der ist nicht ganz das Richtige. Also ich meine, der sieht etwas anders aus, aber sehr ähnlich. So, jetzt das nächste Problem. Der kommt ungefähr dahin und wird dann mit dem anderen Ende da an die Wand gemacht. So, hier habe ich jetzt einen Bogen dran und kein gerades Stück. Außerdem ist der Schlauch zu lang. Das bedeutet, ich muss ihn wohl hier auftrennen, wo dieses rote Klebeband ist. Dann kürzen und hier das Ende absägen und den Bogen weglassen und nur diese Mutter da rankleben. Und dann mal gucken, ob wir das dann da rangeschraubt kriegen. Ja, das muss ich also auch noch bearbeiten. Aber erstmal kommen natürlich diese Löcher hier für diese Pucks, damit die gerade sitzen. Und das Ding da hinten, die Cooling Plates. Ja, weiter geht's mit dem Zeitraffer.
Die Cooling-Plate-Löcher wollten erst nicht passen. Zum Schluss die beiden Muttern unten drauf geschraubt. Die Löcher für die Elko-Halteplatte waren teilweise schlecht zu bohren, da der Rahmen oben im Weg ist. Ich musste mehrfach nachbohren, da die anderen Löcher nicht an der richtigen Stelle waren. Die Referenzfotos habe ich auf dem Handy mit dem ich auch aufnehme. Also muss ich ab und zu immer wieder dahin und wieder nachsehen, wie die Teile nun richtig stehen müssen. Daher wackelt meist die Kamera etwas. Die Pucks waren auch nicht gerade leicht zu montieren. Zum Festschrauben fehlen mir noch passende amerikanische Zollmuttern. Die hatte Gary leider nicht mitgeliefert und metrische Muttern passen nicht drauf. Den Schlauch zersägt und die Länge angepasst. Dann wieder zusammengefügt mit einem Stück Plastikrohr innen und Klebeband außen. Es folgten nun noch die Bohrungen für die Halter.
Jawohl, die erste Seite ist fertig. Das sieht ja schon mal nach Zeitmaschine aus. Ist richtig gut geworden, finde ich. So, dieses kleine Ding hier unten ist ein dreipoliger Tamiya-Stecker. So, und dann kommt die andere Seite mit den grünen Röhren. Mal gucken, wie das klappt. Nun kommt die Beifahrerseite. Erstmal wieder alle Teile hinstellen und auf den Bildern schauen, wie sie genau stehen müssen. Die beiden Zero-Boxes mit Nieten befestigt und dann mit Aluplatte montiert. Zum Schluss noch die blauen Elkos und den Terminalblock befestigt. Weiter kam ich leider nicht ohne Winkelaufsatz für den Bohrer. Soweit diese Seite. Sieht schon mal ganz gut aus. Nur komme ich jetzt leider nicht weiter, weil ich mit dem Bohrer hier nicht rumkomme. Ich brauche so einen Winkelaufsatz für den Bohrer. Denn die versteckten Löcher, ja, die liegen genau unter dem Rahmen hier. Und dann wird es auch etwas knapp mit dem Einschrauben von dem Automuffler hier. Aber vielleicht passt es ja gerade noch. Jo, dann als nächstes dann zum Schluss folgen die grünen Röhren, nachdem ich hier noch diesen Schlauch verlegt habe. Da habe ich aber gesehen, ich habe die falsche Dicke. Das heißt, ich muss noch einen dünneren besorgen. So, für heute reicht es auch erstmal. Ich habe jetzt erstmal, glaube ich, 7 Stunden hier wieder gearbeitet. Und jetzt baue ich noch da drüben den Rest ein, diesen Filter. Und dann ist Schluss für heute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Nun folgen noch die Bilder des Tages.